So, ich habe meinen HF-Stromwandler angeschlossen, messe also den Strom, der von der Baugruppe erzeugt wird und über das Kabel abfließen könnte nach außen, messe ich hier über einen Transformator und stelle den hier dar. Das ist meine Referenz für den Störung. Hier vergleiche ich, mit dem Messwagen vergleiche ich, ob ich Störersendungserfolg habe oder nicht. Deshalb speichere ich das jetzt. Ich speichere das und färbe das, hier ist die Kurve. Ich kann hier beschriften, mache ich jetzt nicht aus Zeitgründen, kann die Farbe ändern mit Rot. So, man sieht das, ich halte live aus. Das war meine Referenz und wenn ich Verbesserungen erziele, wird das natürlich, wenn ich wieder live einschalte, mein Messwert hier nach unten gehen und wird im schlimmsten Fall nach oben, wenn es schlechter wird. So, ich will jetzt mit Nahfeldsonden weitere Untersuchungen ausführen. Man geht ja so vor, man nimmt auch die großen Sonden, ich hatte es schon mal gezeigt. Ich schalte meine Referenz nochmal aus, wir brauchen es jetzt nicht mehr. Ach nee, halt, Moment. Live 8 schon die Referenz aus. So, ich gehe erst mit großen Sonden ran. Wir wissen, am Rand der Baugruppe messen wir und wir finden die Felder wieder, die den Strom in die Leitung hineintragen. Unser Störersendung. Da wissen wir schon ungefähr auch, wo das sein wird. Man hat ungefähr bestimmte Stellen, wo besonders viel ist, also hier in diesem Gebiet und auch in dem. Aber es macht keinen Sinn, der große Sendung hier runterzugehen, weil das nicht auswertbar ist. Also man weiß nicht, wo das herkommt. Und deshalb gibt es kleinere Sonden, um die Ursache aufzuklären. Eine Magnetfeldsonde, U 2,5-2, die hat eine kleine Spule, da kann man den Strom auf Leitungen messen. Wie eine Stromkoppelzange. Und damit kann ich auf Leitungen oder die IC-Pins aufsetzen und kann den darin befindlichen Strom messen. Wir haben also vorhin schon geortet, also hier vom Quarz könnten hier irgendwelche Leitungsverbindungen weitergehen. Ich gehe einfach in die Mitte der Baugruppe hinein und schaue mir der Reihe nach alle Leitungen an. Ich habe also jetzt hier dieses Spektrum, gehe ich hier weiter, dieses etwas mehr, noch ein bisschen mehr, jetzt gehe ich weiter rüber. Das geht mehr auf den ganzen Frequenzbereich, auch mehr. Dann gehe ich zur nächsten Leitung. Das ist auch eine Leitung, die relativ viel hat. Also die hat mit relativ viel, die hat relativ viel. Zurück, jetzt gehe ich weiter. Die wieder weniger. Hier wieder mehr. Ja. Hier weniger. Und hier wieder weniger. Wir haben also ungefähr 4 Leitungen, die also als verdächtig angesehen werden können. Unter anderem sind 2 Leitungen dabei, die sehen wir hier. Eine ist mit dem Kondensator abgeschlossen, eine mit einem Widerstand abgeschlossen. Das sind die Störbauteile. Der Widerstand soll verhindern, dass die Leitung, die hinter dem Widerstand weitergeht, der ist längs eingebaut, dass dort die Leitung gestört wird. Der Kondensator soll den Strom ableiten gegen Masse, den Störstrom, sodass hinter dem Kondensator die Leitung störfreier sein soll. Und der Kondensator ist gegen Masse angeschlossen. Jetzt ist natürlich, sind die Störbauteile hier, aber die Quelle ist hier vorne in diesem Bereich. Das heißt, die Leitung wird über den gesamten Bereich aussenden hier, magnetisches Feld erzeugen, aussenden hier, wird erstmal magnetisches Nahfeld erzeugen und elektrisches Nahfeld erzeugen. Und das elektrische Nahfeld überträgt sich in die Baugruppe, erzeugt die Felder der Baugruppe und die Felder der Baugruppe schieben den Strom natürlich nach außen in die Leitung hinein. Aber hier wäre die Ursache. Dieses Magnetfeld dieser Leitung und dieses Magnetfeld dieser Leitung, das wird man nicht direkt im Fernfeld wiederfinden können, sondern die Folgenursachen davon. Aber es sind die Ursachen. So, jetzt könnten wir diese Bauteile nach vorn verschieben zur Quelle. Geht jetzt schlecht. Wir können aber mal nachweisen, wie denn die überhaupt funktionieren, diese Bauteile. Das ist mal interessant, wie sie die Störungen erzeugen. Und da könnte ich Folgendes tun. Ich könnte mit der Magnetfeldsonde den Strom messen, der durch den Widerstand hindurchfließt, der also noch auf die andere Seite gelangt. Und ich könnte auch den Strom messen, der vom Kondensator abgeleitet wird. Und das werde ich jetzt tun. Ich messe erstmal den Strom, der durch den Widerstand hindurchfließt. So. Der wird hier dargestellt. Und dann messe ich den Strom, der durch den Kondensator hindurchfließt. So. Beide, ich schalte Live-Trace aus, beide färbe ich ein, damit man was erkennt. Der durch den Widerstand durchfließt, den färbe ich blau. Und der durch den Kondensator hindurchfließt, den färbe ich rot.
Man sieht, der Strom, der aus dem Kondensator fließt, im unteren Frequenzbereich ist relativ groß. Ich schalte den Widerstand nochmal aus. Da sieht man das. Also, der leitet natürlich hier relativ viel Strom gegen Masse ab. Im oberen Frequenzbereich fließt fast gleich Strom durch Widerstand und Kondensator hindurch. Ich schalte mal dann nur den Widerstand an. Man sieht hier, fließt Strom durch den Widerstand durch. Das ist der Strom, der durch die parasitäre Kapazität des Widerstandes fließt. Also er wird dort in dem Frequenzbereich nicht mehr so gut schützen können. Das Ganze kann ich auch mit der E-Feld-Sonde machen. Ich kann also schauen, welche elektrischen Felder auf der Leitung liegen. Ich kann das elektrische Feld vor dem Widerstand messen und das elektrische Feld hinter dem Widerstand messen auf der Leitung. Ich messe das elektrische Feld vor dem Widerstand. Dazu setze ich die Sonde mit der Spitze so kantenartig auf, weil hier vorne eine kleine Elektrode noch an der Kante liegt. Setze ich hier vorne auf der Leitung auf und dann messe ich das elektrische Feld vor dem Widerstand. Ich messe das Feld vor dem Widerstand und messe das Feld hinter dem Widerstand. Ich schalte mal live aus. Vor dem Widerstand mache ich das mal blau. Okay. Und hinter dem Widerstand verwende ich dunkelgrün. Okay. So, jetzt schalte ich vor dem Widerstand das Feld aus. Das ist jetzt das Feld hinter dem Widerstand. Ist wesentlich schwächer als das elektrische Feld auf der Leitung vor dem Widerstand. Also der Widerstand wirkt natürlich bezüglich elektrisches Feld für die Entstörung relativ gut für das elektrische Feld. Ich messe das Magnetfeld auf der Leitung vor dem Kondensator. Fasse ich jetzt genau an. Vor dem Kondensator. Kommen wir hier. Das anschalten. Das ist vor dem Kondensator, der Strom auf der Leitung. Ich speichere den. Und messe den Strom auf der Leitung hinter dem Kondensator. Also live aus, vergleiche ich das. Vor dem Kondensator färbe ich rot ein und hinter dem Kondensator färbe ich wieder dunkelgrün ein. So, dann schalten wir mal. So, jetzt kann ich das Feld vor dem Kondensator mal ausschalten. Sehen Sie, dass das natürlich überwiegt um einige dB. Und hinter dem Kondensator fließt natürlich noch ein Reststrom weiter. Das ist nämlich der. Aber der wird schon entsprechend geschwächt. Das liegt natürlich daran, dass auch Strom an dem Kondensator vorbeifließt, da der Kondensator eine Restinduktivität hat. Es wird nicht alles durch den Kondensator hindurchfließen, sondern der Strom sieht das Verhältnis der Induktivitäten, wie es weitergeht, und die Induktivität, die durch den Kondensator durchgeht, und teilt sich noch den Stromteiler induktiv auf. Aber man sieht einen Erfolg, das reduziert sich. Und die MV-Maßnahme, die wir für die Baugruppe jetzt einfügen würden, wäre natürlich, beide Entstörбauteile in Richtung Quarz-Generator zu verschieben, dort an die entsprechenden Pins, entsprechenden Cs.